Ja, genau, das war irgendwas mit einem Zug. Aber hier habe ich keine Ahnung mehr, wer hier irgendwas mit Täter war. Und nee, da weiß ich wirklich nichts mehr. Ich weiß nur, dass es irgendwie um den Zug ging. Ah, diese netten Ladezeiten, Alter. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is. The one we're going to visit. He is a bee lover. Oh, A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further. Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. hallihallo, meine lieben Ritter. Ja, da habe ich mich doch kurzfristig beim letzten Mal dazu entschlossen, die Folge da zu beenden, bevor der neue Fall anfängt. So, jetzt sind wir aber wieder hier im neuen Fall. Und da haben wir gerade gesehen, den Bruder von Sherlock Holmes, Mycroft. Jo, der hat nämlich auch einen Bruder. Und ja, die scheinen sich ja nicht so grün zu sein. Was haben wir hier? Briefe nehmen. Das ist auch schön mit dem Messer festgesteckt. So, Rache, die Rache eines Harpuniers. Ah, jetzt bekommen wir Zeitungsausschnitte von dem letzten Fall. Der Fall um den erschütternden Mord an dem ehemaligen Kapitän Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, ist gelöst. Die Beweise, die Scotland Yard von sicherer Quelle erhalten hat, waren mehr als ausreichend, um festzustellen, dass Peter Carey von Pablo Coventrao, einem seiner frühen Harpuniere, ermordet wurde. Allerdings wird es nicht zu einem Gerichtsverhandlung kommen können, denn Coventrao wurde vor kurzem Tod aufgefunden. Gestorben ohne Gewalteinwirkung. Möglicherweise ist er an den Gewissensbissen ob seines schrecklichen Verbrechens gestorben. Ganz bestimmt. Was haben wir hier? Die Harpune. Ach, das sind unsere Souvenirs, okay. Und die Chronik. Aha.
Hier können wir unsere Entscheidung nochmal überprüfen. Das brauchen wir aber nicht. So, achso, ist da noch This einer? is where I keep Nee. my post. Okay, dann brauchen wir hier nichts weiter. Fertig mit Packen? Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We shall be late for the train. Hallo Tobi. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Jo, machen wir. Wollen wir nochmal hier durchgucken? Die steht da Tag und Nacht an dem Fenster und hält ihren Busen den Leuten vors Gesicht. Karte. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Das ist Watson, sicherlich I'll so. hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Eine Woche später. Ja. Der Scherenschnitt außenrum ist übrigens ziemlich cool. Das hat was. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. It's too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Sehr früh am nächsten Morgen. Sehr früh ist nicht meine Zeit. Ach, jetzt fahren wir doch mit der Kutsche. Okay. Ja, ich glaube, wir brauchen noch keine Herleitung oder Notizen. Das, er liest das Buch Crimes and Punishment. Das ist auch toll. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Ja, ich hoffe, mir passiert es nicht mal, dass der Zug plötzlich verschwindet, bevor er einfährt. Das wäre nicht so gut. Würde ich ein bisschen Angst kriegen. Okay. This Schiefcover. suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us. Na, man kann ja nie wissen, darum habe ich immer ein fahrendes Archiv bei. Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible. Is it, Holmes? Naja, offenbar ja nicht. So, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Wo fangen wir denn jetzt hier an? So. Bis wohin können wir Evesham? Okay, weiter können wir nicht. Lösen Sie das Rätsel oder suchen Sie das Gleis in dem Gebiet, in dem der Zug verschwunden ist. Okay. Also ich kann nur bis hier latschen, offenbar. Und hier hoch. Hier kann ich rein schon mal. Hier geht nichts. Okay, hier komme ich auf die andere Seite von dem Bahngleis. Da geht's nach London und danach Doncaster. Okay. Ja, hier sieht das doch schon ein bisschen mehr nach Bahnsteig aus. Train Service. First of all, let us examine the area where the train disappeared. Der kam sicherlich von London, oder? Nee, der kam ja aus der Richtung da. Die haben ja hier gestanden. Oh, Watson. Die haben hier... Oh, Watson. Die haben ja hier gestanden und haben nach da drüben geguckt.
Also kam der von da. Gut. So, hier irgendwo muss der verschwunden sein. LB, okay. So, This is the place where we saw the train vanish last night. okay, hier sind ein paar Sachen. Eisenbahnschwellen. Railway sleepers. Nothing unusual. Alter, der Vogel macht mich gerade fertig. Ich habe gedacht, der sitzt in meinem Zimmer. Boden bei den There are Schienen. no tracks or footprints on the ground. Keine Spuren. Leere A Flasche. discarded item, possibly thrown from the train. Ja, ich denke, das passiert häufiger mal. Schienen. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. Okay. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues. But then, a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. This investigation won't be simple. We shall require a map of the region. Okay, Perhaps the station master could lend us one. den fragen wir einfach mal. Gut, fragen wir mal den Herrn. Zugvorsteher, oder wie er auch sich immer nennt, ob hier wir mal eine Karte von der Gegend bekommen können. Evesham, okay. Ticket Office. Ist hier jemand? Nein, hier ist gar keiner. Wo haben wir denn den Typen, der hier die Fahrkarten verleiht? Ach, da haben wir ein Pferdchen. So, wo ist der jetzt? Kann ich denn hier jetzt mal... Ach, hier nebenan wahrscheinlich. Ja. Nee, das ist ein Lagerraum. Kann ich nicht aufmachen, die Tür? Wo finde ich denn hier mal jemanden, der mir eine Auskunft gibt? Oh, Watson! Okay. Da drüben sind Leute. Okay. Nein, ich will nicht raus. Ah, kann ich hier durch? Nee. Aber ich kann hier auch nicht rüber. Da sind Leute. Ey Leute, ich will mit euch sprechen. Hä, hier ist Train Service. Hä, hier muss der doch... Wo ist denn jetzt der Schaffner hier? Ach, hier ist der. Was guckt der denn das Fahrrad da an? Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Ja, ja. Aber ey, ich check dich erstmal mit meinem super Blick ab. So, hier haben wir nichts. Halt, halt, halt. Da. Graue Haare. Ja, ist schon etwas älter, der gute Mann. Ehrenbahnhofsvorsteher. Au, der ist schon lange dabei. An den Händen ist was. Ein Ring. Ein Ehering. Halt, hier ist noch was. Erdspuren. Ah, Erdspuren. Ja, gib uns erstmal ein paar Infos. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Warum redet der so komisch?
mir ein bisschen Angst. Ich habe gerade eine Spinnwebe neben mir entdeckt. I would be glad to have a detailed map of the local railway district. But of course, please. Take the one that's pinned inside the waiting hall. Oh, okay, das ist doch schon See mal you eine gute later, my good Aussage. man. See you later, Bahnhofsstädter. So. Nee, das ist jetzt wieder was anderes hier. Das ist jetzt hier... Was ist das für ein Raum? Left Luggage. Da bin ich jetzt mit meinem Englisch überfordert. Ich würde mal sagen, das hat was mit... Ich weiß nicht. Postsäcke oder sowas? Waiting Hall. Darf so eine Karte sein. Okay. Eine Karte. Da. Nee, hier ist keine Karte drauf. Eine Karte. Hier ist eine Karte. This map will be useful. Super. Okay, da geht's nach London. Hier ist Evesham, da ist der Zug verschwunden. Da ist ein riesen Wasserloch und daneben ein riesen Loch von Erde. Ein Tagebau oder sowas. Und da oben gibt's nach Nottingham. Ja, gut, okay. Soweit so gut. Was haben wir hier? Die Karte. Okay. Hat er nicht noch irgendwas gesagt, was wir noch machen könnten? Was gibt es denn hier noch so? Ist hier schon irgendwas für uns zu entdecken? Huch, hier ist was. This Ersatzteile. part is probably from a locomotive. A locomotive. Heißt das wirklich so? Ist ja geil. Gerümpel. Ach du Scheiße. An old locomotive bell. Locomotive. Das Wort ist cool. A locomotive. Ersatzteile nochmal. This part is probably from a locomotive. Sag's nochmal. This place serves as a storage area for the station. Okay, aber damit können wir... Ich sehe schon, dass wir da irgendwas zusammenbasteln müssen. Wo ich ja so viel Ahnung von dem Innenleben einer... Hallo? Einer Lokomotive habe. Okay. Was machen wir jetzt noch? Lösen Sie das Rätsel. Sammeln Sie mehr Informationen. Hier hinten können wir erstmal noch mal kurz zum Evesham vorstellen. Dieser Mann ist gut 60 Jahre oder etwas älter und seit langem verheiratet. Die frischen Erdspuren auf seinen Ärmeln offenbaren seine Leidenschaft für Gartenarbeit. Das frage ich mich mal, woher weiß er das? Es kann doch auch sein, dass sie hier draußen an den Gleisen irgendwas rumgebastelt hat oder keine Ahnung und dann dadurch Erde da an den Ärmeln hat. Kann auch möglich sein. Wir müssen ja nicht immer alle gleich Gartenarbeit machen, aber gut, okay. Ich bin hier nicht Sherlock Holmes. Die Aufzeichnung als Ehrenbahnhofsvorsteher zeigt, dass er hier schon sehr lange tätig ist. Gut, das habe ich auch noch erkannt. Aus all denen ist zu schließen, dass er am liebsten ein ruhiges und aufgeregtes Leben führt. Das kann ich nachvollziehen in dem Alter. So. Postdeck, wusste ich doch. Railway postbags. Postbags. Okay, hier haben wir sonst ein leerer Sack, aber sonst ist hier nichts. Wollen wir mit dir nochmal irgendwas quatschen? The entire train has disappeared. It's a disaster. Ja, hab ich verstanden. Hier können wir... Hier haben wir schon mal kurz geguckt. Das ist der Ticketschalter, okay. Haben wir... hier ist noch... Ach ja, wir sollten uns ja irgendwas noch nehmen, ne? So, Telegramm. Message to all stations. Mr. Robinson is located at Bridlington Station. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Okay. Hinweis an alle Bahnhöfe. Mr. Robinson befindet sich im Bahnhof Bridlington. Okay, jetzt nochmal auf Deutsch. Das Ganze haben wir zu sehen bekommen. Zugzusammenstellung. Line Nottingham to London.
Type, Train, Liner Nummer 324, Composition, Locomotive, Coal, Car, First Class Car, Postal Wagon, Special Wagon, ordered by Mr. Robinson. Aha, Second Class Car. Okay, also alles, was eine gute Lokomotive braucht. Here is the train set. So, jetzt können wir das auch nochmal auf Deutsch lesen. Lokomotive, Kohlewagen, erste Klasse Waggon, Postwagen, Sonderwaggon, gebucht von Mr. Robinsons, zweite Klasse Wagen. Gut, für alle die nicht so gut in Englisch sind. A Telegraph. telegraph. Gut, so einfach. Oh, ein Teeservie. Und eine Schüssel, wo wohl dampfendes Wasser ab und zu mal reingehört. Gut, dann haben wir uns ja erstmal ordentlich umgeguckt. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge an der Stelle und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal beim Ticket Office um kurz nach 1 Uhr britischer Zeit. Jo, und bis dahin, ciao.